Mit der Erklärung verschiedener Rationalitätsformen wird der Eindruck erweckt, als hätte jede Rationalitätsform auch ihre eigene Logik. Aber das ist nicht der Fall. Logik ist Logik. Es gibt keine verschiedenen Argumentationstypen. Es gibt nur verschiedene Grundvoraussetzungen hinsichtlich der Axiome, der Grundwerte. Genauso abwegig ist die Behauptung von Rationalitäten, die alle ihre eigenen Prinzipien und ihre eigene Schlüssigkeit haben, wie etwa Welsch glaubt. Prinzipien bzw. Axiome sind das eine, Schlüssigkeit, das heißt Logik, ist das andere. Aussagen wie kein Rationalitätstyp kann das Maß für alle anderen sein oder Rationalität mit anderer Logik, aber mit gleichem inneren Recht kommen nur durch eine Verwechslung bzw. durch ein Gleichsetzen von Prämisse und Ableitung zustande und wären ohne eine solche nicht möglich. Es ist auch Unsinn, von der Gleichrangigkeit verschiedener Wissensformen zu sprechen, die eine hierarchische Ordnung ersetzen, denn man hat es nicht mit einer unterschiedlichen Logik zu tun, die in verschiedenen Wissensgebieten Anwendung findet, sondern immer nur mit unlogischen oder logischen Behauptungen in Bezug auf unterschiedliche Prämissen. Unterschiedlich sind die Ausgangspositionen, die nicht beliebig vertauscht werden können. Dass eine Auffassung aber folgerichtig sein sollte zu ihren Ausgangspunkten, ist eine Notwendigkeit, um überhaupt vernünftig über eine Sache reden zu können. Andernfalls kann man sich an nichts mehr halten, weil sich alle 5 Minuten jeweils das Gegenteil behaupten lässt, ohne irgendeine Konsequenz. Gleichrangig sind allenfalls die Werte, die als grundlegend anerkannt werden und aufgrund einer Entscheidung zum Tragen kommen und nicht das Ergebnis eines objektiven Wissens sind. Aber das auch nur, wenn eine höhere Instanz existiert, die überhaupt irgendwelche Rechte garantieren kann. Ob jemand die Kunst oder die Politik zum Inhalt seines Lebens erklärt, ist gleichrangig. Das macht die Freiheit der Entscheidung aus. Zwischen Kunst und Politik gibt es keinen logisch gemeinsamen Maßstab, der beides vergleichbar macht. Nicht gleichrangig aber sind der Grad der Verbindlichkeit und die Verpflichtung, mit der sich jemand an seine eigenen Prinzipien hält. Sobald eine Norm gilt, besteht die Pflicht, eine solche zu befolgen, egal in welchem Verein. Es macht keinen Sinn, Wahrheit und ethische Normen ständig auszuhandeln, wie das von Lyotard gefordert wird. Auch die Forderung, dass jede Situation ihre eigene Regel haben muss, dürfte an praktische Grenzen stoßen. Regeln bzw. Gesetzesnormen können immer nur die Richtung vorgeben, um im Sinn einer Vorschrift zu urteilen. Hätte jede Einzelheit ihre eigene Regel, ergäbe das eine Paragraphenbibliothek von hier bis zum Mond. Man setzt sich ja gerade darum gemeinsame Zwecke und gibt sich gemeinsame Regeln, um nicht ständig von Neuem alles Mögliche diskutieren zu müssen, weil man sich eben schon einmal auf etwas geeinigt hat. Es ist eine ganz einfache denkökonomische Rechnung, dass nicht immer wieder alles in Frage gestellt werden muss, weil bestimmte Dinge entschieden worden sind. Diese Entscheidungen mögen sich im Laufe der Zeit als überholt erweisen und eine Nachbesserung erfordern, aber bis über die Korrektur der alten Regeln nicht entschieden ist, gilt, was in der Satzung steht. Wenn Lyotard eine Vielzahl unterschiedlicher Sprachspiele deshalb für so wichtig hält, weil er nicht will, dass das Spiel unter homogenen Regeln erstarrt, sondern ständig in Bewegung bleibt, dann macht das nur in Bezug auf die Axiome Sinn, denn für die kann es ohnehin keine gemeinsame Logik geben.
Wenn jemand seinen moralischen Prinzipien gemäß die Freiheit höher hält als die Gleichheit, dann ist beides in einem prinzipiellen Sinn nicht miteinander vergleichbar. Wohl aber in einer bestimmten Situation, in der die besonderen Umstände die Urteilskraft dahingehend beeinflussen, dass die Entscheidung entweder zugunsten der Freiheit oder der Gerechtigkeit ausfällt, weil eben das eine oder das andere das Richtigere ist. Dennoch kann man sagen, dass der eine Mensch in Situationen, in denen sich die Argumente für und gegen die Freiheit so einigermaßen die Waage halten, eher zur Freiheit als zur Gleichheit tendiert und ein anderer eher zur Gerechtigkeit und weniger zur Freiheit. Vernunft ist dann mit im Spiel, wenn die Regeln der Folgerichtigkeit beachtet werden, egal von welcher Ausgangsposition man kommt. Das Spiel ist nicht dann gerecht, wenn alle mitspielen dürfen, denn alle werden nicht immer und überall mitspielen können oder wollen. Das Spiel ist erst dann so gerecht, wie es eben geht, wenn jeder mitspielen kann, wo er oder sie oder wer auch immer mitspielen will und auch die entsprechenden Voraussetzungen dafür vorhanden sind. Lyotard macht zwischen Heterogenität und Inkommensurabilität keinen Unterschied. Seine Vorstellung von Vielfalt und Pluralität ist das Ergebnis einer Sensibilität für das Inkommensurable. Inkommensurabilität hat aber mit Sensibilität erst einmal nichts zu tun. Die logische Unvereinbarkeit von verschiedenen Dingen, die nicht derselben Ebene angehören, ist rational begreifbar. Es sei denn, man will überhaupt von einer Folgerichtigkeit im Denken oder einem logischen Widerspruch nichts mehr wissen. Die logische Inkommensurabilität von Individuum und Allgemeinheit lässt sich nur bestreiten, wenn geleugnet wird, dass eine Sache nur einmal und kein zweites Mal vorhanden sein kann. Das heißt, wenn bestritten wird, dass etwas Unverwechselbares, Einmaliges überhaupt möglich ist. Dafür gibt es aber kein plausibles Argument. Dennoch wird es auf absehbare Zeit nicht gelingen, eine überwiegende Mehrheit davon zu überzeugen, dass das logische Denken seine definitiven rationalen Grenzen hat, sodass noch ziemlich lange mit einem pseudorationalen Realismus und seinen Folgen zu rechnen sein wird. Die Gründe dafür, warum jemand das Prinzip der Inkommensurabilität nicht begreift, können vielgestaltig sein. Und letztlich gilt auch, was Hegel zum unverletzlichen Recht eines jeden Individuums erklärt: Nichts anzuerkennen, was man nicht für vernünftig hält. Die machtpolitische Nützlichkeit der logischen Allgemeinheit ist unbestritten, denn damit hat man ein höheres Gesetz, das uneinheitliche subjektive Interessen ganz erheblich reduziert. Die Frage ist nur, ob das wirklich im Interesse der einzelnen Menschen ist. Zweckbedingte Gründe für eine pragmatische Verknüpfung von Wort und Sache gibt es viele, so viele, wie es Interessen, Bedürfnisse oder Wünsche gibt. Aber die sind alle mehr oder weniger willkürlich, das heißt Ergebnis einer persönlichen Entscheidung und nicht denknotwendig. In Bezug auf diese Willkürlichkeiten, das heißt in Bezug auf das Prinzip der Freiheit, ist der Pluralismus also das Normalste von der Welt. Nicht aber in der Frage, ob ich mir selbst widerspreche oder nicht. Da gibt es nur die zwei Möglichkeiten. Das eigentliche Problem ist also nicht der Widerspruch an sich und ein Recht haben über alle Grenzen hinweg, sondern die Zuwiderhandlung gegen die eigenen Prinzipien. Das Prinzip, nicht den eigenen Voraussetzungen zu widersprechen, ganz egal, um welche Prämissen es sich handelt, ist ein Prinzip mit überindividuellem Geltungsanspruch, ohne dass es keinen Sinn mehr macht, überhaupt noch mit jemandem zu kommunizieren.
Freilich kann man niemanden zwingen, logisch oder rational zu sein, aber es muss möglich sein, jemanden als unlogisch kritisieren zu können. Wie gesagt, nicht an sich, sondern hinsichtlich der eigenen Axiome. Wenn man so will, ist das die eine gemeinsame Sprache, die vernünftige Menschen überhaupt sprechen. Das bedeutet auch nicht, dass jeder und jede immer logisch und folgerichtig denken muss. Ein gewisser Unsinn, Humor, Suffisanz, Sarkasmus, Satire oder sogar Zynismus kann bisweilen sehr amüsant und eine Ausdrucksform sozusagen zwischen den Zeilen sein. Ebenso haben die von einem absolut objektivistischen Standpunkt aus immer als irrational bezeichneten Gefühle durchaus ihre Berechtigung, wenn sie zur rechten Zeit und am rechten Ort stattfinden. Zu beurteilen, ob das jeweils der Fall ist, sollte auch jedem selbst überlassen bleiben. Wenn Lyotard betont, dass die Andersheit des Gegenübers gerade darin liegt, dass sie sich fundamental von einem selbst unterscheidet, dann sollte er hinzufügen, fundamental hinsichtlich einer Logik, die absolut gelten will. Nicht aber fundamental, was die Interessen und Bedürfnisse von Menschen angeht. Da gibt es sehr viele Gemeinsamkeiten, die auch auf freiwilliger Basis zustande kommen. Lyotard will jedem Integrationsversuch, der die Vielheit zunichte machen will, den Boden entziehen. Dabei soll dem Unberechenbaren, Unbegreiflichen, nicht identifizierbaren, Unterdrückten, Unsagbaren, Verschütteten, Unerwähnten, Ausgelassenen, Verdeckten Gerechtigkeit widerfahren. Das macht aber nur in einem Feldzug gegen den Identitätszwang einer Einheitslogik Sinn. Nicht aber, wenn es darum geht, Menschen die Verfolgung ihrer Interessen und die Erfüllung ihrer Bedürfnisse zu ermöglichen. Das ist doch die eigentliche Aufgabe, wenn erst einmal der Logozentrismus so weit in seine Schranken gewiesen ist, dass er nur noch eine nebensächliche Bedeutung hat. Ganz wird man die unangemessene Vereinheitlichung vorerst nicht loswerden. Dazu ist die zentralistische Logik zu sehr in den Denk- und Sprachgewohnheiten der Menschen verankert. Das meint auch Lyotard. Schlussendlich aber sollte auch der logische Absolutismus den Weg der Könige und Götter gehen und immer weniger Bedeutung im Leben der Vernünftigen haben. Erst dann kann mit Fug und Recht von der besseren Begründung gesprochen werden, die sich am Ende durchsetzt. Bis dahin ist der Mythos von der rationalen Argumentation nichts weiter als der gelungene Versuch einer Täuschung. Ethisch primär ist für Lyotard der Schutz der Inkommensurabilitäten der Sprachspiele. Aber ohne eine Differenzierung von logischer Unvereinbarkeit und heterogenen Interessen werden ohne Not viele mögliche Gemeinsamkeiten unmöglich gemacht. Ohne solche Gemeinsamkeiten aber lässt sich auch keine Autorität etablieren, die für irgendeinen Schutz überhaupt sorgen könnte. Ist die Abschaffung des Absolutismus erst einmal in den Köpfen der intelligenten Eliten angekommen und die Relativierung ehemaliger Absolutheiten zur Normalität geworden, dann gilt es, diese Verhältnisse auch in eine adäquate politische Form zu fassen. Das heißt, die berühmten Rahmenbedingungen zu schaffen, die verhindern, dass eine erschlichene Allgemeingültigkeit weiter Bestand hat. Ethisch primär ist dann die Legitimation von Machtinteressen, die sich jetzt nicht mehr auf Basis objektiver Tatsachen rechtfertigen. Die von Lyotard propagierte Heterogenität der Sprachspiele ist in dem Moment hinfällig, wie zwischen logischer Inkommensurabilität und der Heterogenität von Interessen unterschieden wird. Lebensformen sind nicht inkommensurabel, wenn sie nicht über eine absolute Logik verglichen werden.
Lebensformen können sich miteinander vertragen, auch wenn man nicht die ihnen eigene, möglicherweise widersprüchliche Logik teilt. Es kann dennoch gemeinsame Interessen geben, etwa das an einer übergreifenden Ordnung, die verschiedene Lebensformen ermöglicht. Was dagegen nichts als Verwirrung stiftet, das ist die Auffassung, mit der jedem Sprachspiel eine eigene Rationalität zuerkannt wird. Nicht im Sinne einer Binnenlogik, sondern als subjektunabhängige Vernunft. Eine solche Begriffsverwirrung, durch die dann auf einmal von einer wissenschaftlich-theoretischen, einer moralisch-rechtlichen, einer ästhetischen und womöglich von einer religiösen Rationalität die Rede sein kann, macht ebenso wenig Sinn, wie von einer deutschen Physik oder einer Epistemologie des Südens zu sprechen. Wenn überhaupt so etwas wie eine übergreifende Vernunft begründbar ist, dann ist es das Prinzip der logischen Folgerichtigkeit hinsichtlich der eigenen Voraussetzungen, also binnenlogische Konsequenz, denn ohne eine solche kann es keine gemeinsame Ordnung geben. Ohne ein Verständigungsprinzip herrscht das Gesetz des Dschungels und der geistigen Behinderung. Der kürzlich verstorbene kanadische Philosophiehistoriker Barry Stroud soll einmal gesagt haben, dass die praktischen und sozialen Auswirkungen einer konsequenten, erkenntnistheoretisch skeptischen Position in der Tat desaströs sind. Wenn man für konsequent skeptisch die logische Inkommensurabilität einsetzt, dann stimme ich durchaus zu, dass die praktischen und sozialen Auswirkungen enorm wären, wenn eine solche ernsthaft berücksichtigt wird, aber nicht desaströs, vorausgesetzt man verwechselt nicht Inkommensurabilität mit Heterogenität, wie das Lyotard tut. Eine exakte Logik spielt im täglichen Leben der meisten Menschen ohnehin keine so große Rolle. Da haben praktisch nützliche Tätigkeiten den Vorrang. Logische Gedanken treten in der Regel erst bei Interessenkonflikten auf, wo dann versucht wird, auf der Basis einer beiderseits anerkannten Regel zur Verständigung zu gelangen, was aber oft genug nicht gelingt. Die Logik der Allgemeinheit war immer schon ein Instrument der Macht, der Ordnung und der Sicherheit, das die Anwendung physischer Gewalt entbehrlich machen sollte. Wenn nun Lyotard glaubt, von einer an der Beherrschung von Menschen orientierten Haltung einfach zum Spiel übergehen zu können, indem er das Prinzip der logischen Folgerichtigkeit ganz über Bord wirft, dann unterschätzt er den unkontrollierten Machtmissbrauch ganz gewaltig. Nicht weniger als Habermas die Etablierung von idealen Sprechsituationen überschätzt. Man muss Lyotard also nicht zustimmen, wenn er prinzipiell jede überindividuelle Norm ablehnt. Vielleicht tut er das auch gar nicht und lehnt nur jede Entscheidung ab, die über die Köpfe der Menschen hinweg gefällt wird. Seine Position in Sachen Legitimation ist nicht wirklich klar. In den Sprachspielen überlässt er das Regelgeben jedenfalls den Mitspielern. Wer aber sind die Mitspieler zum Beispiel in einem ökonomischen Diskurs? Lyotard lehnt den Konsens als übergreifendes Prinzip ab, weil er gewöhnlich manipuliert und als Machtmittel missbraucht wird. Er akzeptiert aber einen Konsens innerhalb eines Sprachspiels, wenn dieser Konsens lokal ist und von gegenwärtigen Mitspielern erreicht wird. Außerdem muss dieser lokale Konsens jederzeit aufhebbar sein. Bei Lyotard gibt es auch die Möglichkeit, ungleichartig heterogene Regelsysteme im Hinblick auf einen festgelegten Zweck miteinander zu verketten, wenn zwei Parteien sich über die Bedeutung eines Referenten einig werden.
Wenn Lyotard den Kampf als das Wesen des Sprachspiels definiert, dann will er das als spielerische Konkurrenz verstanden wissen, bei der es hauptsächlich darauf ankommt, neue Ideen zu fördern. Der eigentliche Kampf ist aber wohl eher gegen die Absolutisten zu führen, gegen die Apostel der logischen Allgemeinheit, die mit ihrem Objektivismus und Realismus die Weltherrschaft anstreben. Gegen diese Leute muss der Widerstreit bezeugt werden. Lyotard versteht den Dialog als Form von Gewaltanwendung, aber das trifft in erster Linie auf zentralistisch denkende Absolutisten zu. Innerhalb eines Sprachspiels macht es wenig Sinn, den Dialog als Gewalt zu bezeichnen, es sei denn, es wäre jemand zu einem Sprachspiel gezwungen. Problematisch wird das Prinzip des Sprachspiels, wenn keine Vorkehrungen getroffen sind, um zu verhindern, dass ein Sprachspiel gegenüber anderen über ungerechtfertigte Vorteile verfügt. So wenn zum Beispiel der ökonomische Diskurs Sprachspielern anderer Diskurse aufgezwungen wird, die an der Festlegung der Spielregeln nicht beteiligt werden. Auch wenn Lyotard prinzipiell jede höhere Instanz ablehnt, die in der Lage wäre, über die einzelnen Sprachspiele zu richten, so macht gerade der ökonomische Diskurs die Notwendigkeit einer übergreifenden ethischen Ordnung deutlich. Wer wie Lyotard am Prinzip der Gerechtigkeit interessiert ist, kommt um eine übergeordnete Instanz nicht herum.